perfekt. So, wir sitzen hier mit Herrn Frank in Magdeburg-Bankhausen und ja, er besitzt eine Apotheke in der Schweiz und wurde von einigen Medien als der Cannabis-Apotheker beschreibt. So, aber wir wollten von ihm hören, dass er uns ein bisschen erklärt, was er macht und wie sie sich für auch mal Cannabis interessieren. Das ist ganz wie fast immer eine Geschichte. Ich bin ja Apotheker ich Studium meine Doktorarbeit geschrieben über Cannabis, also Medikamente. Diese Arbeit habe ich 3 Jahre mit Cannabis beschäftigt und in diesem Zusammenhang habe ich dann sehr viele Kontakte mit Patienten, mit Ärzten. Die haben mich gefragt, ja, könnte man nicht Cannabis verwenden, wir hätten Patienten und so weiter. Und das war aber damals noch komplett illegal, es war nicht in der Schweiz. Das Gesetz hat das nicht erlaubt. Und das ging immer über Jahre so, dass wir auch viele Vorteile haben, auch so vor Hemmungspatienten, vor Schmerzpatienten. Und immer war das Gleiche. Ich habe gesehen, viele Leute behandeln sich illegal mit Cannabis. Das hat mich nicht interessiert, ob das verboten ist. Dann habe ich vor etwa 11 Jahren gesagt, so, jetzt soll ich versuchen, ob man das nicht legal machen kann. Und dann habe ich bei unseren Behörden in der Schweiz ein Gesuch gestellt, das mit künstlichem, das ist ganz wichtig, mit künstlichem Cannabis. Es gibt in Deutschland eine Firma, die THC-Verfahren, die aus Nicht-THC THC herstellen. Und dann nimmt man Zitrus, das in Spanien viel hat, und nimmt Bestandteile davon und setzt es im Labor zusammen zu einem THC. Und Sie werden jetzt denken, ja, das ist ja eigentlich blöd, aber das war die einzige Möglichkeit. Ich ging dann zum Bundesamt, das ist die Stelle, die zuständig ist in der Schweiz, und habe gesagt, ich möchte dieses Cannabinol, das THC verwenden. Dann haben die gesagt, das ist verboten. Ist Cannabis verboten? Nein, das ist nicht Cannabis, das ist Zitronen. Dann ist das gegangen. Wir haben das geprüft und haben gesagt, ja, es ist zwar THC, aber das Gesetz sagt nichts über Zitronenschale. Das war ein kleiner Trick. Und dann ist das gegangen. Das hat dann dazu geführt, dass wir während etwa 4-5 Jahren dieses reine THC verwendet haben. Ja, 500-600 Patienten das gekriegt. Das war Bestandteil. Und dann ging die Geschichte weiter, dass das Gesetz in der Schweiz geändert hat, das Betäubungsmittelgesetz. Das war das 1. Juli 2011. Das Gesetz so geändert, dass man gesagt hat, jetzt kann man Cannabispräparate in der Schweiz auf natürliche wiedergebracht, mit gewissen Einschränkungen, mit Auflagen. Das war dann eigentlich der Grund, dass wir schon ein Jahr vorher begonnen haben, diese Fäden zu ziehen und so. Und heute ist die Situation, dass wir selber anfangen bauen. Wir haben selber ein Handfeld. Und aus diesem Handfeld gewinnen wir 2 Präparate, alkoholische Extrakte, wo wir jetzt auch den Patienten abgeben. Aber sicherlich war das legalisch nicht einfach. Ja, es braucht ein bisschen Durchhaltevermögen, ein bisschen Geduld auch, aber ich sag mal so, also die Behörden haben nicht so gemacht. Also es war eine gute Zusammenarbeit. Wir haben das auch immer sehr seriös vorbereitet. Alles korrekt, alles legal, und zu Beginn hatten wir nur 5 Patienten. Das nach einem Monat waren diese 5 Patienten schon die Bewilligung schon gebraucht, und dann ging es halt weiter. Und, das hat dazu geführt, dass wir heute 600-700 Patienten betreuen. Die ganze Zeit hatten wir schon 2200 Patienten. Das ist schon für uns eine große Anzahl. Sind Sie die einzige Apotheke in der Schweiz, die Tinktur erstellt? Ja, wir waren lange Jahre die absolut einzigen, und dann haben wir ein bisschen Konkurrenz quasi gekriegt, wobei die Firma, die das jetzt zum Teil auch gemacht hat, jetzt irgendwie ein Problem gibt, weil sie eben fast nicht eingehalten haben mit einem Öl, und das ist momentan sistiert. Also eigentlich sind wir jetzt momentan die einzigen.
Und wie sieht es aus auch in der Zukunft? Sehen Sie Interesse an anderen Leuten, anderen Apotheken, die mal auch diesen Weg nehmen möchten? Ja, es gibt schon, wir kriegen auch Anfragen von Berufskollegen von anderen Apotheken, die mich fragen, ja, ich kann das ja selber machen und so. Und das habe ich jeweils, ja, es ist so. Also wir haben nicht nur grundsätzlich, dass jede Apotheke macht, aber der Aufwand, das beginnt mit der Pflanze. Also müssen jemanden, der eine Pflanze wo geeignet ist. Wir haben eine spezielle Sorte gezüchtet mit 3% THC, 6% CBD. Aber bewusst entscheiden eine solche Sorte mit einem hohen CBD-Anteil. Also das ist halt, Sie müssen jemanden finden, der das macht. Wenn Sie es Outdoor machen, es ist nicht Indoor, dann ist es jetzt schwer. Also Sie müssen jetzt warten, dass Sie melden, zum Beispiel, bis Sie das wieder anpflanzen können. Und dann müssen Sie auch diese Bewilligung, dass Sie das anbauen dürfen, dass Sie das dann verarbeiten. Wenn Sie dann das ernten, müssen Sie eine Tinktur machen, ein Öl, ein Präparat. Das müssen Sie testen lassen. Bis der Gehalt hat das fünfstellende Stabilität und so. Das ist jetzt aber wenn Sie heute sagen, ich möchte das auch machen, ich sage jetzt mal, da geht es 2 Jahre, bis Sie so weit sind. Und Sie haben noch keinen einzigen Patienten. Also das ist schon, man muss das schon überlegen. Wir haben jetzt eigentlich viel Vorstellung. Und in der Lage haben Sie so soziale Kritik oder so wegen was Sie machen? Oder sind die Leute auch ganz einverstanden damit? Ja, das ist vielleicht ein Vorteil vom Beruf des Apothekers, der Apotheker seriös. Also, sicher ein Vorteil. Also wir haben eigentlich nie Probleme gekriegt. Also sowohl seitens von den Patienten dort sowieso nicht. Die sind froh, wenn jemand das anbieten kann. Aber auch von den Behörden. Man muss diese Auflagen erfüllen, man muss auch bereit sein, diese Bürokratie in Kauf zu nehmen, dass man sagt, ich gehe diesen Weg, ich weiß, das ist ein bisschen mühsam sein, aber nein, oder auch Kunden, andere Kunden unserer Apotheke, die finden das noch spannend. Man hat immer einen Gesprächsstoff, das ist interessant. Nein, also, und was dazu kommt für uns ist natürlich, zu Beginn war das einfach eine Notwendigkeit, also von Seiten der Patienten, diese Schmerzpatienten. Aber mittlerweile ist das für uns auch ein wirtschaftlicher Faktor, das ist ein wichtiger Bestandteil unserer Apotheke. Das ist jetzt ein positiver Nebeneffekt. Aber zu Beginn war das natürlich nicht so. Das wäre es eigentlich ein bisschen. Danke sehr. Danke. Ich hoffe, dass das etwas ist, was Sie brauchen. Ja. Super. Also, herzlichen Dank auch. Herzlichen Dank Ihnen.